Gmür, wir treffen uns hier anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen und bevor wir über diese diskutieren, erstmal ein kurzer Überblick. Das Jahr 2016 war für Helvetia erfreulich. Das Ergebnis aus Geschäftstätigkeit hat sich auf 492 Millionen Franken gesteigert. Das sind plus 12%. Helvetia hat zudem das Geschäftsvolumen um 2,6% auf 8,5 Milliarden Franken erhöht. Der Verwaltungsrat wird eine Dividendenerhöhung um 10% auf 21 Franken pro Aktie vorschlagen. Was, Herr Gmür, macht Ihnen besonders Freude an diesem Ergebnis? Es ist dreierlei, was mich besonders freut. Erstens, dass es uns einmal mehr gelungen ist, sehr gute versicherungstechnische Ergebnisse zu erzielen. Zweitens, dass wir trotz großer Herausforderungen an den Kapitalmärkten ein gutes, robustes Anlageergebnis haben. Und drittens schließlich, dass alle unsere Ländermärkte profitabel arbeiten. Helvetia hat auch das Geschäftsvolumen gesteigert. Worauf ist das zurückzuführen? Wir sind in der Lebensversicherung gewachsen vor allem und da strategiekonform bei den modernen, eigenkapitalschonenden Produkten. Nun schlägt der Verwaltungsrat also eine Dividendenerhöhung vor, 21 Franken pro Aktie. Good News also für die Aktionäre. Natürlich, die Aktionäre dürfen sich freuen. Wir wollen sie teilhaben lassen, nicht nur am guten Geschäftsergebnis, sondern auch daran, dass die Integrationen von National Suisse und Basler Österreich sehr gut vorankommen. Wir haben bereits heute Synergien realisiert in der Größenordnung von 120 Millionen Franken. Nun ist das Marktumfeld ja ziemlich rau in Ihrer Branche. Was denken Sie, was ist das Erfolgsgeheimnis von Helvetia? Helvetia hat eine gute Balance zwischen Leben- und Nicht-Leben-Geschäft und eine gute Balance zwischen Schweiz und Ausland. Wir können aus einer Position der Stärke heraus, als eine der führenden Gesellschaften in der Schweiz, unsere profitablen Einheiten im Ausland weiterentwickeln. Lassen Sie uns noch über Helvetia 2020 sprechen. Können Sie da bereits erste Erfolge verbuchen? Ja, wir haben zum 1. Januar 2017 eine neue Konzernorganisation etabliert. Dazu konnten wir gewichtige Neuzugänge für unser Top-Management gewinnen. Schließlich legten wir eine gute Basis für Innovation und Digitalisierung. Was mir kürzlich aufgefallen ist, Sie sprechen immer wieder davon, dass Sie kundenzentrierter werden müssen. Sind Sie das nicht bereits? Natürlich sind wir heute schon kundenzentriert. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kundschaft, aber wir möchten mehr und mehr die Kunden auch dort abholen, wo sie sich heute bewegen. Sie sind zunehmend digital und mobil unterwegs und das bedeutet für uns, dass wir digitale Angebote schaffen wollen. Ein erster wichtiger Punkt, den wir hier verzeichnen können, ist Smile Direct, die Online-Versicherung in der Schweiz. Wie groß ist der Anteil am Online-Markt von Smile Direct in der Schweiz? Smile Direct hat ungefähr einen Marktanteil von 20%. Und international? International stehen wir eher noch am Anfang dieser Entwicklung. Wir haben verschiedene Projekte aufgesetzt. 2 Beispiele, die ich gerne nenne. In Deutschland haben wir im letzten Herbst eine durchdigitalisierte Online-Haushaltsversicherung lanciert und gerade jüngstens in Spanien die sogenannte Good Driver App. Diese Good Driver App, die hilft unseren Kundinnen und Kunden auf spielerische Art und Weise, ihr eigenes Fahrverhalten zu verbessern. Ende 2016 haben Sie für 107 Millionen Franken die Mehrheitsbeteiligung an MoneyPark erworben. Warum das? Mit MoneyPark investieren wir in die führende technologiebasierte Hypothekenvermittlungsplattform. Das erschließt uns neue Ertragsquellen, gibt neue Kundenzugänge und legt einen wichtigen Anker rund um ein Ökosystem Wohnen, was uns letztlich auch eine Brücke baut zu unseren traditionellen Produkten rund um Versicherung und Vorsorge. Was erwarten Sie eigentlich von Ihrem neuen Venture Fund, mit dem Sie in den nächsten Jahren 55 Millionen Franken in Start-ups investieren möchten? Diese Investitionen in Start-ups, die helfen uns,
neue Geschäftsmodelle zu finden. Sie helfen uns aber auch, unsere eigenen digitalen Ambitionen zu befeuern und Neues zu lernen. Das ist viel Innovationskraft von außen. Wie sieht es denn da von Ihnen aus? Wir haben auch intern neue Teams aufgesetzt, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an innovativen Ideen arbeiten. Letztlich geht es aber auch um einen Kulturchange. Wir möchten unsere Organisation mehr und mehr befähigen, Altes neu zu denken und auch mal etwas Neues zu wagen. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Wie müsste das Jahr 2017 aussehen, damit Sie auch dann wieder zufrieden sind? Natürlich möchte ich auch in diesem Geschäftsjahr weiter profitabel wachsen. Dazu kommt aber, dass ich sehen möchte, dass wir erste eigene Akzente gesetzt haben rund um Innovation und noch mehr Kundenorientierung. Wir haben dazu die nötige Größe, die nötige finanzielle Kraft und ambitionierte und fähige Mitarbeitende. Und ich wünsche Ihnen dazu viel Glück und viel Erfolg. Ich danke Ihnen, Frau Meier.